Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. He came in through the window, said hello, and then keeled over. How was our net? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Der Schlingel. Der Halunke, Henry. Sollen wir uns hier erstmal umschauen vielleicht? Vielleicht gibt es hier irgendwie noch was zu sehen. In dem Apartment von Henry Arnett. Scheint nicht wirklich viel hier zu liegen. Was haben wir denn hier? Ein Fächer? No good to me. Ja, komm. Ich glaube, wir quatschen am besten mal mit dem guten Henry. Henry. Zeit für ein paar Fragen. Henry Arnett, Augenbrauen, Alter 27, Haare braun, männlich, Verlobter von Heather Swanson und Freund von Julia Randall. Professioneller Einbruchsring. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Das glaube ich dir leider nicht. Und wir haben das Zigarettenetui gefunden, Henry. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, Detective? Was sagst du zu diesem Fabergé-Zigarettenetui, das als gestohlen gemeldet wurde? Ein Wert von $10.000. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties, and find out where and when, and then have the guests burgled. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Das war's wohl langsam für deine Ehe, deine angehende Motiv für Randall-Mord. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. Na, ob das so stimmt? Also ganz nach der Wahrheit sieht er nicht aus. Seine Freundin, Heather, im Gegensatz dazu, sieht sehr, sehr geschockt aus. Kein Wunder. Kein Wunder. Vielleicht das Zugticket. Haben wir da was? Moment mal, jetzt schaue ich mir das mal eben an. Ja, warum wolltet ihr dann flüchten? Warum wolltest du abhauen? Du wolltest doch offensichtlich auch weg. Natürlich einmal wegen den Cops, aber wahrscheinlich auch wegen diesem brutalen Gangmitglied. Lüge. You're lying, Arnett. I think you ordered them to kill her. It was made to look like suicide, and when the coroner saw through that, you knew it was time to run. I told you I was involved in the burglaries. I had nothing to do with Julia's death. Why would I need to run? Wo ist es denn? Das Zugticket, da ist es. Have you told Miss Swanson that you're leaving for Mexico City tomorrow night? That it's a one-way ticket? Henry? Tell me it isn't true. I had no choice. I wanted to marry Heather. I told Julia I wanted out, and she laughed in my face. To pay Willie and Jimmy a fortune to do her, and now I'm completely broke. What you are, Buster, is under arrest. Identität von Mr. Henderson. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Der lügt doch schon wieder. Aber was kann ich ihm jetzt unter die Nase reiben? Kann ich ihm... Ich tue nochmal Intuition. Ich setze nochmal Intuition ein. Hier, eine Antwort entfernen.
Aha, da muss es eine Lüge sein. Ja, ich hätte ja noch anzweifeln gedacht. Vielleicht. Ja, die Liste mit der Hehlerware, die haben sie doch irgendwie von Henderson bekommen, oder? Irgendwie sowas habe ich in Tell me Erinnerung. about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Ja, reiben wir ihm mal die Liste mit der Hehlerware unter die Nase. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. Do you want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties, and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Oh ja, das werden wir auch jetzt mal bei Dr. Stoneman alias Mr. Henderson einen Besuch abstatten. Und währenddessen sitzt du, Henry, hinter schwedischen Gardinen. Und das hat er auch verdient. Der gute Henry. Dr. Stoneman Verhör, neuer Ort, Dr. Stonemans Praxis. Und da fährst du jetzt aber mal wirklich hin, Roy. Can you drive to this one? Zu Dr. Stonemans Where are we Praxis. going? Privatklinik von Dr. Stoneman, Julia Randalls verschreibender Arzt. Hüpf rein, Roy. Ist immerhin deine Karre. I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the run, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you that. Ja, das stimmt, aber wenn Heather, die Verlobte von Henry, ihm jetzt verzeihen sollte, das würde mich doch sehr wundern, dann ist sie wohl blind vor Liebe, aber das gibt's ja leider auch sehr häufig, Menschen, die dann völlig blind vor Liebe sind und gar nicht erkennen, wie böse ihr Partner eigentlich ist. Oder wie schlecht auch Frauen, die oft geschlagen werden und es einfach nicht wahrhaben wollen, dass ihr Mann nicht der Richtige unbedingt für sie ist. So, jetzt ab rein hier in die gute Klinik von Mr. Stoneman, Dr. Stoneman alias Mr. Henderson. Und da müssen wir jetzt mit dem Aufzug mal wieder hoch. Time for the doctor to give us something to make this all better. So, da hinten ist ja seine Praxis bekanntlich. Hier waren wir ja bereits schon mal. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. The practice. You'll call
Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Dr. Stoneman! Er hat sich umgebracht. Didn't see that coming. Oh mein Gott. Das war definitiv tödlich. So, da poppt jetzt auch schon das Telefon auf. Das wollen wir uns direkt mal schnappen. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Na, Willi wollen wir uns jetzt auch schnappen. Wilson Reed. For the runner. Let's try and wrap this up then. Jetzt aber schnell, Roy. Zack, Kinder. Diesen Willi hochnehmen, bevor noch mehr zu Schaden kommen. Bevor es noch mehr Opfer gibt hier. Bei dem Fall die nackte Stadt. That old boy really fell for that broad. She was incredibly weak. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Interessantes Gespräch, gerade wenn wir wissen, dass es im Hauptspiel ja bekanntlich eine Affäre von Roy Earl und Elsa Lichtmann gab. Aber dem wollen wir uns jetzt nicht widmen. Wir wollen diesen Wilson finden. Den Ringer. Den Wolf. So. Und einmal kurz hier wieder den Ort markieren. Willys Apartment. Eingetragene Adresse von Willie Reed, Ecke Hollywood und Vine. Und da fährt unser Partner Roy hin. You drive. I need to go over the case notes. Willys Apartment, 1 Uhr. The Broadway, Hollywood. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. Okay, da müssen wir jetzt den Typen suchen. Harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to vote on us. Wait. Cole. You hear that? Ja, ein Mundharmonika-Spieler. Und da werde ich ganz munter, denn ich weiß, dass der Typ ja Mundharmonika spielt und dann hier irgendwo sein muss. Verdammt laut, die Mundharmonika. Scheint aber irgendwie von da hinten zu kommen, wenn ich mich nicht irre. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Na, das war nicht klug, Willy. Den müsste ich doch erwischt haben, den Typen. Na, da mal schnell hinterher. Cole Phelps wieder in sportlicher Aktion. Und der klettert ja auch wie ein Affe, unser Cole. Also, der hat ja schon einiges hinter sich gebracht in seiner Karriere als Supercop.
Ist er, der Willy? Der muss doch da oben sein. Den kriegen wir, den kriegen wir. Bleiben Sie stehen. Sie machen doch alles nur noch schlimmer. Ah, hier ist er durch. Nach oben? Ich hoffe, er ist nach oben gerannt. Ich renne einfach mal weiter nach oben. Vielleicht war er so blöd und ist aufs Dach gerannt. Und ich hoffe, ich bin nicht so blöd und habe gedacht, er wäre aufs Dach gerannt. Wenn er da nicht ist, nämlich nachher. Ah, sieht aber gut aus. Huch, wo können er denn jetzt noch sein? Vielleicht weiter hier. Diese Regenrinne. Dieses Abflussrohr vielmehr. Willy! Bleib stehen, Mann! Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless you grew wings. There he is. Waste the son of a bitch. Broadway. Der kann sich abziehen. Mensch, der hat doch bestimmt 3 Kugeln in seinen Rücken bekommen gerade. Willy! Gib auf, Mann! Das kann doch nicht sein. Wie viel hält er denn aus? Ja, ich wollte schon sagen. Son of a bitch really picked this spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Und damit haben wir den Fall wohl abgeschlossen. Die nackte Stadt. Gefundene Hinweise 15 von 16. Einen haben wir verpasst. Sie haben eine Trophäe verdient. 8 Millionen Stories. Fall abgeschlossen, verdienstvoll. Fragen richtig, 16 von 16. Und der Fahrzeugschaden, der ist natürlich immens hoch, aber das liegt natürlich auch daran, weil wir extra das Auto von Roy Earl ein bisschen verschrottet haben. Und deswegen liegt er bei $7.064. Verletzung wieder mal $0. Da ist keiner zu Schaden gekommen, denn wie ihr wisst, ich habe auch ein Herz für virtuelle Menschen. Außer halt für Gegner, die ich gerne mal niederzimmer. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Ne? Sachschaden $186. Julia Randall lebte wild, starb jung, brachte einen Mann ins Gefängnis und 3 ins Leichenschauhaus. Und das ist doch mal ein wunderschöner Abschluss hier für diese DLC-Reihe, denn das war vorerst der letzte Fall von L.A. Noire. Ich bedanke mich wieder mal sehr fürs Zuschauen bei euch, liebe Spürnasen, Freizeitdetektive und Schnüffler. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Let's Play dabei, denn schon in Kürze werde ich ein neues Let's Play anfangen und ich freue mich darauf, das wieder gemeinsam mit euch zu spielen. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen.